sage ja Eier, wir brauchen Eier. Passend zu den jährlichen Osterfeiertagen geht's in diesem Tutorial um Eier. Genauer gesagt ums Basteln mit Ostereiern aus Plastik oder Styropor. Denn mit nur ein paar Schnitten, wenigen Handgriffen und etwas Farbe lassen sich daraus verschiedenste Felsen basteln. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zum Basteln solcher Felsen braucht ihr Eier. Die gibt's zur Osterzeit und besonders danach immer günstig. Allerdings empfehle ich keine Plastik, sondern Styropor-Ostereier, denn die lassen sich wesentlich besser verarbeiten. Für einen Felsen braucht ihr ein großes Ei und ein paar kleine. Zusammengerechnet waren das bei mir pro Felsen etwa 2 Euro an Materialkosten. Plant zunächst eine Standfläche für das große Ei. Am besten ein wenig schief, damit der Felsen später interessanter wirkt. Schneidet dann mit einem scharfen Cuttermesser das Ei entsprechend durch. Wer hat, kann dafür natürlich auch einen Heißdrahtschneider nehmen. Höhlt nun das Ei von unten ein wenig aus, um einen zähen Mix aus viel Leim, etwas Wasser und reichlich Sand anzurühren. Dieser Mix wird dann in die Mulde gefüllt und etwa 24 Stunden trocknen gelassen, damit euer leichtes Styroporei etwas Gewicht und eine stabile Standfläche bekommt. Danach geht's mit den kleinen Eiern weiter, die ganz einfach und halbwegs mittig durchgeschnitten werden. Wie gesagt, mit Styroporeiern geht das am besten. Damit die kleinen Eierhälften nun möglichst nahtlos ans große Ei passen, schneidet vom großen Ei an der entsprechenden Stelle eine dünne Schicht ab. Steckt für einen noch besseren Halt einen halben Zahnstocher ins große Ei, um die kleine Eihälfte mit etwas Holzleim auf die Spitze zu pieksen. Wiederholt das so lange mit all euren großen und kleinen Eiern, bis ihr zufrieden seid. Als nächstes geht's um die Struktur auf den Eierfelsen. Hierfür zeige ich euch 3 schnelle und einfache Varianten. Für Variante 1 braucht ihr etwas Spachtelmasse. Am besten selbst angerührte, denn auf gebrauchsfertigen Spachtelmassen haftet Farbe meistens nicht so gut. Drückt und schmiert die Spachtelmasse über alle Flächen, um dann mit einem alten Pinsel oder Schaumstoffstückchen eine Oberflächenstruktur zu formen. Für raue Strukturen sollte euer Werkzeug trocken sein, für glatte Flächen braucht ihr hingegen Feuchtigkeit in eurem Pinsel oder Schwamm. Für Variante 2 benötigt ihr wieder Spachtelmasse und zusätzlich noch Holzleim. Außerdem irgendwas, was nach Ranken oder Pflanzen aussieht. In meinem Fall nehme ich einfach die moosartigen Dekoreste, die in einer Eierpackung dabei waren. Da das Ganze nun eine kleine Sauerei wird, bastelt euch zunächst eine Unterlage mit Klarsichtfolie drumherum, auf der euer Ei nicht festkleben kann. Bestreicht das Ei dann mit einem angefeuchteten Pinsel komplett mit Leim, drückt eure Ranken oder was auch immer hinein und gebt dann Spachtelmasse drüber. Am besten funktioniert das über ein kleines Sieb, ähnlich als wenn ihr Puderzucker über Kuchen streuen würdet. Das Spachtelpulver zieht dann in den Leim und ergibt eine nur minimal raue Oberfläche. Für Variante 3 solltet ihr euren Felsen zunächst dunkel grundieren. Ich mache es in diesem Fall aber mal nicht, um euch gleich den Unterschied und zusätzliche Tipps zu zeigen. Um euren Felsen nun mit Rissen zu überziehen, braucht ihr statt Spachtelmasse ein Pulver namens Kieselgur. Zu Kieselgur und wie man damit Crackle-Effekte erzeugt, habe ich ja schon ein Tutorial im TWS-Archiv. Schaut's euch gerne nochmal an, wenn ihr Kieselgur noch nicht kennt. Mischt euch zunächst Leim und Wasser an, um dann so viel Kieselgur beizugeben, bis ein dicker Brei entsteht. Und genau wie bei den bisherigen Varianten wird das Ei dann damit eingeschmiert. Beachtet hierbei, je dicker die Kieselgurschicht, desto größer werden die Crackles bzw. Risse. Zum eventuellen Glätten könnt ihr dann wieder ein angefeuchtetes Schaumstoffstückchen nehmen. Nach dem Trocknen sieht das Ganze dann so aus und ihr erkennt, warum es besser ist, die Styroporoberfläche vorher zu grundieren. Denn das weiße Styropor ist in den Rissen teils deutlich zu erkennen, außerdem haften die Crackle-Stückchen auf dem unbehandelten Styropor nicht so gut. Um dieses Haftungsproblem zu beheben, nehmt einen Fixierer zur Hand. Ich kann diesen hier von Krautcover empfehlen, bei dessen Einsatz ihr allerdings gut lüften solltet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Holzleim-Wassermix verwenden. Sind alle Felsen komplett durchgetrocknet, könnt ihr euch ans Bemalen machen. Ich halte es ganz einfach mit nur 2 Brauntönen, die ich nass in nass auf alle Felsen male. Überprüft nach dem Trocknen eure rissige Felsenvariante 3, ob die Vertiefungen auch ausreichend Farbe abbekommen haben. Falls nicht, bessert einfach nach oder malt die Spalten mit einem braunen Wash aus.
So wirken die Risse dann noch heftiger. Zum Trockenbürsten helle ich die braune Grundfarbe in 2 bis 3 Schritten mit einem Sandbraun und Hellgrau auf. Mit einem grünen Wash oder Contrastfarbe werden abschließend die Ranken eingefärbt und hier und da noch moosige Schatten erzeugt. Dafür solltet ihr euren Wash allerdings stark mit Wasser verdünnen. Danach wären eure Eierfelsen dann auch schon spielbereit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und Experimentieren. Denn solche einfachen Projekte laden ja immer dazu ein, Materialien neu zu kombinieren und mal das ein oder andere auszuprobieren. Vor allem, wenn ihr mit eurem Nachwuchs bastelt. In diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!